75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz-Birkenau. Und bis heute wird nur noch von den befreiten Juden gesprochen und die Roma und Sinti werden systematisch ignoriert. Das seit 75 Jahren in diesem Land. Erst 1982 bekannte sich Helmut Schmidt als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland als erster Nachkriegspolitiker dazu, dass es einen Völkermord an den Roma und Sinti gab. Bis dahin wurden sie nur als asoziales Problem bezeichnet, welches kriminalpräventiv vernichtet werden musste. Die ersten Deportationen gab es 1940 am 16. Mai von Roma und Sinti aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Diese Menschen wurden deportiert, verbracht nach Bergen-Belsen und waren dort gezwungen, als Zwangsarbeiter Konzentrationslager aufzubauen. Wir wurden genauso befreit wie die jüdische Bevölkerung vor 75 Jahren. Leider muss ich heute dieses Video machen, weil die Geschichte falsch geschrieben wird, die Geschichte uns ignoriert wieder. Und es hätte Hitler auch bis heute noch gereicht, mich zu vernichten als ein Achtel Zigeuner, beziehungsweise meine Kinder als ein Achtel Zigeuner. Und wir wurden vernichtet in ganz Europa und nicht nur in Deutschland. Deshalb ist dieses wie ein europäisches Stillschweigenabkommen über die Vernichtung der Roma während des Zweiten Weltkrieges. Hier, das war das Zeichen, welches wir tragen mussten, um erkannt zu werden als Asoziale und als Zigeuner. Das war unsere Eintrittskarte in die Vernichtung, in den Tod, und der bis heute nicht wahrgenommen wird und ignoriert wird von der Mehrheitsbevölkerung, die uns vernichten wollte. Nur wir und die Juden sollten als Völker ausgerottet werden. Und es ist mir unverständlich, wie man ein ganzes Volk von 15 bis 20 Millionen Menschen heute so ignorieren kann, nachdem man versucht hat, sie komplett auszurotten und mindestens ein Viertel bis zur Hälfte der Bevölkerung zwischen 39 und 45 vernichtet wurden. Selbst ein Frankreich, welches 1944 befreit wurde, schloss erst 1947 ihre Zigeunerlager. Bitte tragt diese Information weiter, öffnet den Mund, erwähnt uns. Es ist genauso bis heute ein Problem für uns wie für die jüdische Bevölkerung. Die Feindschaft der jüdischen Bevölkerung, der Antisemitismus wird hochgehalten, wird erkannt, wird bekämpft, wird verurteilt. Und der Antiziganismus wird bis heute in dieser europäischen Gesellschaft und auch in einem Deutschland, welches eine moralische Verantwortung uns gegenüber hat, wird dieses bis heute ignoriert, verdrängt, vergessen, nicht wahrgenommen. Und dieses kann nur absichtlich sein. Die Menschen, die überlebt haben, trafen nach 1945 wieder dieselben Polizisten auf den Dienststellen der Polizei, die sie damals während der NS-Zeit in die Konzentrationslager verbracht haben und verhafteten zu Hause. Darum möchte ich hier diese Möglichkeit nutzen und euch genauso darum bitten, zündet eine Kerze an für die vergessenen und ignorierten Opfer der NS-Zeit. Betet für sie, auf dass sie ihre Ruhe finden. Und an euch, die ihr das ignoriert, das Leid meiner Menschen, das eure Mehrheitsbevölkerungen, eure Großväter, Urgroßväter, Väter schuld waren, euch bitte ich, menschlich zu sein und euch der Verantwortung anzunehmen und nicht mehr zu schweigen zu dem unmenschlichen Verhalten, welches die Mehrheitsbevölkerung uns gegenüber bis heute hat.